zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es zur Abwechslung mal wieder um den Audi. Keine Sorge, bezüglich der M2-Videos bzw. des Fortschritts mit dem Turboladertausch, die werde ich jetzt einfach ab und an unter der Woche reinschieben und mache jetzt wieder mit den anderen Projekten am Sonntag weiter. Wir hatten ja jetzt relativ viele Videos vom M2 hintereinander. Ich weiß, ich bin noch nicht fertig, ich bin auch immer noch dran. Momentan kämpfe ich so ein bisschen, das richtige Werkzeug zu organisieren, um den Motor anzuheben, sobald es da was Neues gibt. Wie gesagt, werde ich das dann unter der Woche mal veröffentlichen, das entsprechende Video. Ja, aber prinzipiell keine Sorge, die M2-Videos werden weiterhin kommen, solange bis ich die Turbolader beide getauscht habe und das Auto wieder läuft. Das ist auf jeden Fall noch auf meinem Zettel, dass ich das, sage ich mal, bis spätestens Februar oder so 2024 fertig habe. Im Idealfall vielleicht sogar schon vor Weihnachten. Muss ich mal gucken, wie das mit der Werkzeugsituation läuft. Jetzt will ich euch aber sozusagen nicht vom eigentlichen Thema ablenken. Heute geht es um die Lederaufbereitung hier bei meinem Audi. Der Fahrersitz hat ein bisschen gelitten, sowohl hier an der Flanke, das zeige ich gleich mal in der Nahaufnahme, als auch auf der Sitzfläche gibt es die ein oder andere Stelle und dem Ganzen möchte ich mich heute widmen. Ich habe das in der Vergangenheit schon mal gemacht bei meinem Maserati 4200. Der hatte auch eine sehr aufgeschrabbelte Seitenwange, also sprich, da war auch schon Leder abgetragen und da konnte ich das super gut reparieren. Diese Materialien, die ich damals verwendet habe, die habe ich auch immer noch. Die werde ich jetzt hier einmal am Audi auch ausprobieren. Ich hoffe, dass Schwarz passt. Müssen wir noch mal gucken. Da gibt es ja teilweise auch immer Sonderfarben. Ja, und wo ich die Materialien her habe, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ich hätte gesagt, wir schauen jetzt einmal die Materialien bzw. die Reparaturutensilien etwas genauer an. So, jetzt bevor ich loslege, mal ein kurzer Blick auf die Utensilien. Wie gesagt, die sind jetzt schon ein bisschen alt. Ich hoffe, die sind noch gut. Ist zumindest noch flüssig hier innen drin. Ich werde das jetzt gut schütteln und auch ein bisschen warm machen mit dem Heißluftföhn. Genauso auch das Leder, das werde ich auch ein bisschen warm machen mit dem Heißluftföhn, damit das sozusagen ein bisschen besser die Stoffe aufnehmen kann. Das hier ist jetzt in dem Fall Farbauffrischung. Dann haben wir hier, also das ist sozusagen so ein Schutzfilm, den man am Ende noch drauf macht, damit das gefärbte Leder, also das neu gefärbte Leder, nicht abfärbt irgendwo hin. Dann haben wir hier Flüssigleder zum Auffüllen von Rissen und hier einen entsprechenden Lederkleber. Das Ganze werde ich tupfen, das habe ich letztes Mal auch so gemacht. Dann habe ich hier so ein bisschen Schleifpapier, um das grob anzurauen. Als erstes werde ich aber jetzt das Ganze einmal reinigen an der Stelle und dann eben anrauen und dann schauen wir mal mit dem Flüssigleder, wie weit wir da kommen. Dann eben ein bisschen Farb abtupfen und am Ende noch die Nachbehandlung. So jetzt der Plan. Hier ist noch so ein kleiner Spachtel dabei. Das war damals im Set enthalten. Ich werde aber wahrscheinlich das Ganze mit Tupfen machen und dann sollte ich den Spachtel nicht brauchen. Schaue ich aber mal. Wie gesagt, jetzt starte ich am Auto, mache das Ganze warm und schaue mal, ob die Materialien noch gut sind oder ob die über die Zeit kaputt gegangen sind. Ich lasse einfach die Kamera mitlaufen und ein bisschen Musik drunter, da könnt ihr den Prozess verfolgen. So, hier jetzt mal die Stellen im Detail, von denen ich gesprochen habe. Da könnt ihr sehen, da ist richtig die Farbe bereits weg und auch schon ein bisschen Material vom Leder abgetragen worden. Wie gesagt, bei meinem Maserati 4200 damals habe ich das sehr gut hinbekommen. Hier probiere ich das jetzt auch mal. Dann habe ich hier in der Sitzfläche in der Mitte, da sieht man das, da ist auch praktisch richtig was weggeplatzt. Da gibt es so, wie sagt man denn, Flüssigleder. Damit werde ich das versuchen zu reparieren. Und da drüben ist mir aufgefallen, hier ist so ein kleiner Riss. Da habe ich Lederkleber. Muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Wie gesagt, ich probiere jetzt einfach mein Glück. Man kann das hier auch, denke ich, ganz gut sehen. Wie gesagt, dass tatsächlich schon Material weg ist. Jetzt werde ich es erstmal reinigen und dann versuchen, mit Flüssigleder das Ganze wieder ein bisschen aufzufüllen.
So, ihr habt ja gesehen, ich habe geschmirgelt. Ich habe zusätzlich die ganz groben Stellen hier, wo wirklich Löcher waren, habe ich mit Flüssigleder gefüllt. Das ist jetzt noch nicht perfekt 100% glatt, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Dann habe ich auch dort unten an der Sitzfläche, wo dieses kleine Loch war, sowohl dort hinten als auch hier an der Sitzfläche, zeige ich gleich nochmal im Detail, habe ich ein bisschen Flüssigleder verwendet, habe das dann nochmal geschliffen, habe dann eben entsprechend Farbauffrischer aufgetragen, wieder geschliffen. Das waren also mehrere Durchgänge, die ich hier gemacht habe. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also obwohl die Produkte jetzt schon ein bisschen bei mir lagen, haben die immer noch super funktioniert. Wie immer packe ich euch den Link in die Videobeschreibung, wo ihr das Ganze findet. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. So, jetzt habt ihr ja gesehen, wie ich das alles sozusagen mit den Utensilien von Maserati hier ja, ein bisschen nachbearbeitet habe. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen, dass jetzt die Flanke deutlich schöner geworden ist. Sie fühlt sich auch schon glatter an, das heißt, diese tiefen Furchen, die hier vorhanden sind aufgrund der Beschädigung bzw. aufgrund der Abnutzung am Leder, sind jetzt schon deutlich verringert. Wir sehen auch hier diese Kante bzw. dieses Loch, was da ja vorhanden war, ist jetzt deutlich kleiner. Allerdings sehen wir auch, das ist noch kein 100%iges Ergebnis. Das sieht natürlich deutlich besser aus als vorher, aber ich denke, da geht noch ein bisschen was. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Sitzfläche schauen, ich organisiere mal ein bisschen mehr Licht, so, dann sehen wir hier auch, dass scheinbar dieses Schwarz von dem Maserati, was ich da genommen habe, nicht 100% zu dem Schwarz von dem Audi passt. Jawohl, jetzt kann man das, denke ich, ganz gut sehen. Das ist also ein leichter Farbunterschied, deswegen habe ich das Ganze jetzt nochmal neu bestellt, dieses Set, speziell für den Audi. Und damit würde ich das jetzt einfach nochmal probieren, das ein bisschen nachzuarbeiten. Die einzelnen Schritte kennt ihr jetzt schon, das heißt, das überspringen wir. Ich werde jetzt hier die Nacharbeit für mich machen, ohne das auf Video festzuhalten. Und wenn ich damit durch bin, hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ergebnis an und gucken dann halt auch, wie das nachher letzten Endes geworden ist. So, bevor es jetzt aber losgeht und ich hier, wie gesagt, in Stillarbeit versuche, das noch ein bisschen zu verbessern, zeige ich euch noch das Lederpflegeset, was ich gefunden habe, was meiner Meinung nach sehr gut funktioniert und was ich auch nutzen werde jetzt, um hier im ersten Schritt nochmal das Leder vorzureinigen. Und dann, wenn ich mit allem fertig bin, werde ich es auch nutzen, um das Leder eben nochmal zu pflegen. Das zeige ich euch jetzt einmal, bevor es hier sozusagen wirklich losgeht und ich das Ganze nochmal mit der richtigen Farbe überarbeite. So, wie gesagt, ich habe jetzt vom gleichen Hersteller, wie ich das damals für den Maserati mir besorgt habe, das ist das Lederzentrum. Da habe ich mir jetzt nochmal ein Set bestellt, eben speziell mit diesem Audi Schwarz. Ich hoffe, dass das dann besser passt. Sowohl nochmal ein bisschen Flüssigleder, um eventuelle Löcher aufzufüllen, wie an der Seitenwange und eben dann dieser Lederauffrischer mit dieser speziell angemischten Farbe für den Audi. Ich hoffe, das passt. So ein kleines Schleifpad war natürlich auch wieder dabei. Und dann zur Pflege habe ich mir hier bestellt, packe ich euch wie gesagt in die Videobeschreibung, ein ganz tolles Leder. Das ist hier so auf Bienenwachsbasis, also ganz schonend und riecht natürlich auch angenehm. Sollte man am besten ein bisschen warm verarbeiten, bedeutet entweder das Auto vorher eine gewisse Zeit fahren, dass eine gewisse Wärme im Leder da ist, dann kann das nochmal besser einziehen. Und was ich jetzt nutzen werde, um das Leder vorzureinigen, bevor ich mich nochmal dran mache und mit der richtigen Farbe das Ganze zu bearbeiten, nochmal ein bisschen entsprechenden Reiniger. Das heißt, als erstes werde ich jetzt, habt ihr ja eben auch schon mal gesehen, werde ich jetzt den Sitz nochmal reinigen, dann nochmal ein bisschen anschleifen, an der einen Stelle nochmal ein bisschen Flüssigleder auftragen und dann mit dem Farbauffrischer nochmal rangehen. Für euch geht es jetzt gleich weiter, dann seht ihr das Endergebnis. Ich mache mich jetzt mal an die Arbeit und führe das Ganze, was wir jetzt eben schon mal gesehen haben, einfach nochmal aus mit den anderen Utensilien. So, wie ihr sehen könnt, das Schwärmchen hat jetzt bereits ein bisschen seine Farbe verändert, ist also jetzt schon im Einsatz gewesen. Also ich bin einfach begeistert. Also diese Produkte hier, beziehungsweise wer auch immer hinter diesem Lederzentrum steckt, also die machen echt einen ganz tollen Job. Das macht richtig Spaß, die Sitze damit aufzuarbeiten. Wie gesagt, Gott sei Dank habe ich mich noch erinnert, dass ich das damals schon mal beim Maserati gemacht habe und auch da war ich begeistert. Und jetzt wieder, also zum einen die Farbe passt perfekt, ja, wenn man mal bedenkt, bei wie vielen Lackierern ich schon war und das mit der Farbe immer ein Drama ist. Keine Ahnung, was die da anders machen. Vielleicht ist Leder auch einfach der verzeihlichere Werkstoff, ich weiß es nicht, aber grandios. Also Farbe hat perfekt gepasst. Ich habe jetzt diesen kleinen Riss an der Seite, zeige ich euch jetzt gleich noch mal ein bisschen weiter aufgefüllt. Ich habe noch mal alles mit der Original Audi-Farbe eben eingeschmiert, beziehungsweise ich habe immer so eine Mischung gemacht aus Tupfen und Streichen, so dass eben am Ende möglichst keine Spuren zu erkennen sind, beziehungsweise Farbverläufe oder irgendwelche Flecken. Ist immer ein bisschen schwierig, weil das Material, also das Leder,
eben die Flüssigkeit bzw. diese Farbe unterschiedlich stark oder gut aufnimmt. Und es gibt Stellen, da ist das Leder besonders beansprucht, da wird viel von dieser Flüssigkeit absorbiert. Dann gibt es andere Stellen, da ist das Leder weniger stark beansprucht worden, da wird weniger gut diese Flüssigkeit absorbiert. Das muss man einfach ausprobieren, aber insgesamt wirklich eine tolle Art und Weise, seine Sitze wieder zu reparieren. Jetzt, bevor ich hier ewig rumschwärme, zeige ich euch einmal das Ergebnis. So, jetzt gucken wir einmal hier im Auto. Also wenn wir jetzt schon von oben schauen, stellen wir fest, kein Farbunterschied. Das Leder sieht richtig, richtig frisch aus. Also ich habe den ganzen Sitz hier unten bearbeitet und was eben auch auffällt, ich habe nur die Sitzfläche und die Seitenwange hier bearbeitet. Aber ihr seht, da ist kein wirklicher Farbunterschied zu erkennen. Dass es jetzt hier unten ein bisschen dunkler wirkt, ist lediglich wegen dem Licht, weil da ein bisschen Schatten fällt, aber da ist kein Farbunterschied zu sehen. Auch wenn wir jetzt hier uns die Seitenwange anschauen, das ist also ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht weiß, dass da was war, sieht man es nicht mehr. Man muss dann jetzt schon sehr, sehr genau hingehen, um dann überhaupt noch mal was erkennen zu können, beziehungsweise die Kamera kann gar nichts erkennen, weil sie mal wieder nicht scharf stellt. So, jetzt, genau, also hier sehen wir noch so eine ganz klitzekleinigkeit, aber haben wir, wie gesagt, schön mit Flüssigleder aufgefüllt und auch man sieht das jetzt hier an der Seite. Am Anfang waren das ja ganz tiefe Risse und Rinnen und diese ganzen Krater und die Rinnen, die sind jetzt schön aufgefüllt. Das Ganze ist ein einheitliches Schwarz. Hier auch auf der Sitzfläche, wenn die Kamera irgendwann wieder bereit ist. So, also auch im manuellen Modus kriege ich das nicht wirklich eingefangen, weil es ja mit bloßem Auge schon kaum zu erkennen ist. Also hier war am Anfang eben tatsächlich so eine richtige Macke und Schramme. Also das ist wirklich komplett weg. Die Oberfläche ist wieder komplett geschlossen. Also wie gesagt, mit bloßem Auge, wenn man es genau weiß, dann kann man es noch erkennen. Aber ansonsten kriegt man das nicht mehr wirklich zu sehen, beziehungsweise auf der Kamera auch nicht eingefangen. Wenn wir jetzt hier drüben schauen, da diese kleine Macke, die sieht man noch. Also dass da sozusagen ein bisschen Leder weg ist, beziehungsweise eine Verletzung da. Aber das habe ich auch mit Flüssigleder aufgefüllt und eben mit Farbe nachbehandelt. Und wenn man jetzt eben, wie gesagt, aus einer normalen Höhe guckt und das nicht weiß, fällt das nicht auf. Also wirklich ja, ich muss schon wirklich sagen, fantastisches Ergebnis. Und es macht eben auch Spaß, muss man sagen. Also nicht wie andere Arbeiten, wo es so ein bisschen ein Krampf ist. Nee, das hat richtig Spaß gemacht, hier den Sitz wieder aufzuarbeiten. Habe mich auch direkt zurückerinnert gefühlt an die Aufarbeitung von meinem Sitz bei Maserati. Also ja, wirklich eine super Geschichte. Kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr da Beschädigungen oder Verletzungen an eurem Ledersitz habt, ist das eine super Variante, um das Ganze wieder aufzuarbeiten. Am besten natürlich gar nicht so weit kommen lassen, indem man das Leder immer ordentlich reinigt und pflegt. Wenn es dann aber doch mal passiert, wie gesagt, kann man hiermit das Ganze wieder lösen. Auch hier die Seitenwange, die war ja auch relativ stark schon in Mitleidenschaft, sieht jetzt auch wieder super aus. Ich mache euch nochmal ein Vergleichsbild bzw. Bilder rein, dass ihr das nochmal sehen könnt. Der Vorher-Nachher-Effekt, finde ich, ist schon gigantisch. So, und jetzt habt ihr sozusagen gesehen, was ich hier an Utensilien verwendet habe, wie ich vorgegangen bin. Zwischendurch habe ich das Ganze immer mal wieder mit dem Heißluftföhn sozusagen abtrocknen lassen, dass es ein bisschen schneller geht. Wo man jetzt natürlich achten oder worauf man jetzt natürlich achten muss, ist, wenn das noch frisch ist, am besten ein Handtuch oder so drunter legen für die erste Fahrt. Ansonsten, wenn das mal 24 Stunden abgelüftet ist, ist da gar kein Problem mehr bezüglich Abfärbungen. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.